Also, hallo, ich freue mich ganz herzlich, Sie alle heute begrüßen zu dürfen zu unserem Experten-Talk am Enerkite-Stand auf der Wind Energy Messe in Hamburg. Ja, mein Name ist Nicole Allgeier, ich bin von Enerkite und bin seit 5 Jahren im Unternehmen, bin als COO tätig, unter anderem aber auch als Key Account Managerin. Ich betreue unsere Pilotkundenprojekte, auch die Kooperation mit unseren Industriepartnern und kümmere mich unter anderem auch ums Thema Genehmigung. Genau, und ich freue mich heute verkünden zu dürfen, dass man sich ab heute unsere 100 kW Anlagen sichern kann. Wir haben Anlagenkaufvorverträge, wo wir eben die Standorte prüfen. Wenn der Standort dann passend ist und in Frage kommt, kann man sich eben vertraglich die Anlagen jetzt sichern. Und weiterhin freue ich mich, unseren ersten Pilotkunden, Marc Schneider von Seib und Kehl, hier vorstellen zu dürfen. Er hat eine langjährige Expertise in der Industrie und ich würde mich freuen, wenn Sie sich jetzt erstmal selber vorstellen und was zu Ihnen sagen und Ihrer Erfahrung. Ja, Marc Schneider, hat die Frau Allgeier schon gesagt. 44, trägt nichts zur Sachfindung bei, aber ist vielleicht einfach nur eine Info. Geschäftsführer und Gesellschafter bei Seib und Kehl. Ich war vorher 16 Jahre in einem Großkonzern bei der Firma Bosch tätig. Da die längste Zeit im Industriebereich und habe so in der Zeit in einem Großkonzern 2 Dinge kennengelernt über mich selber, die dann dazu geführt haben, dass ich letztendlich jetzt selbstständig bin. Ich bin zum einen in der Zeit im Ausland irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es macht mir Spaß, mit den Kunden direkt Kontakt zu haben und aber auch weit von der Zentrale weg selber Entscheidungen treffen zu können. Und das andere war, ja, als Ingenieur in Deutschland ist man im Prinzip so sein ganzes Berufsleben lang beschäftigt, Arbeitsplätze raus aus Deutschland zu verlagern. Das hätte mich wahrscheinlich sicher bis zur Rente gebracht, aber nicht so die Leute um mich drumherum. Und deswegen haben meine Frau und ich uns entschieden, uns selbstständig zu machen. Und das sind wir seit 2018 bei Seib und Kehl. Wir sind ein Zerspaner, drehen, fräsen, schleifen von hochpräzisen Bauteilen. Ja, und haben ein Problem, was viele haben, und das kann Enerkite lösen. Genau, das ist die erste Einstiegsfrage, die ich gleich stellen würde. Was war denn der Bedarf in Ihrem Unternehmen und warum haben Sie sich für Enerkite entschieden? Haben Sie auch andere Technologien angeschaut? Wie war der Weg dahin? Wir haben als primäre Energiequelle bei uns letztendlich Strom. Damit ergibt sich, das wissen Sie alle, dass wir die letzten Jahre da einfach Herausforderungen haben in Deutschland. Wir haben dann uns umgeschaut, wie können wir uns eigen versorgen perspektivisch. Was gibt es da für eine Möglichkeit, uns mit grünem Strom eben selbst zu versorgen, und haben dann einfach die verschiedenen Technologien angeguckt. Was gibt's auch, ja, wir haben PV heute schon auf unseren Dächern, haben aber die Herausforderung, es gibt eine Spätschicht, es gibt eine Nachtschicht, in der unsere Maschinen auch laufen müssen. Da scheint die Sonne leider nicht. Was gibt es eben grundlastfähig, was ist eben auch ja, sonnenstandsunabhängig. Da wäre noch Biogas, also Biomasse-Stromerzeugung eine Möglichkeit. Ist bei uns, wir sind in einem ländlichen Raum, theoretisch möglich, ist aber natürlich die Herausforderung, dafür bräuchte man sehr viel Flächen, dafür müsste man eine große Infrastruktur schaffen. Und wenn ich aus meinem Bürofenster rausgucke, so links raus, gucke ich auf Windenergieanlagen. Die sind aber zu groß, und dann bin ich irgendwann über einen Artikel in der VDI Nachrichten drauf gestoßen. Es gibt genau in dem 100 kW-Bereich ja, genau diese Technologie, Flugwindkraft, und ja, das haben wir uns dann näher angeguckt. Genau, also ja, Flugwindkraft ist ja eine wachsende Branche, also es gibt mittlerweile mehr und mehr Hersteller, mittlerweile ungefähr 12 Ernstzunehmende in dem Bereich. Gibt es einen Grund, warum Sie sich für Enerkite entschieden haben? Haben Sie andere Mitbewerber von uns auch angeschaut? Wie war da der Prozess? Ja, wir haben uns schon auch andere Flugwindkraftanlagenhersteller angeschaut, waren tatsächlich da auch mit einem, der, sagen wir, im Marketing sehr breit vertreten ist, bei uns vor Ort. Der Grund, warum wir jetzt bei Enerkite die Anlage bestellt haben, ist, dass Enerkite als einziger Hersteller
nachweislich und auch, sagen wir jetzt schon erprobt und nachgewiesen hat, automatisch starten und landen zu können. Das ist für uns ganz wichtig. Wir arbeiten sehr viel mit Automation. Wir können nicht immer einen Mitarbeiter hinstellen, der dann letztendlich dann die Anlage startet, in die Luft bringt. Das ist das eine, also der automatische Start, die automatische Landung. Und das andere, einfach von der Technologie, bin ich sehr überzeugt. Wir sehen ja hier das Anlagenmodell vor uns. Komplexität am Boden, einen hocheffizienten Flügel, der möglichst viel Zeit mit Windernten verbringt, der eben nicht ein Viertel seiner Zeit mit Rückholen und mit Stromverbrauch beschäftigt ist, sondern den Großteil der Zeit Energie erzeugen kann. Und darauf kommt es ja an. Letztendlich wollen wir Strom erzeugen und nicht irgendwo was in der Luft rumfliegen lassen, sondern das brauchen wir ja, unsere Grundlast eben abdecken. Genau. Und ja, so wie Ihnen geht es sicherlich vielen anderen Unternehmen und Mittelständler in Deutschland, aber auch europaweit. Und genau so sind wir jetzt eben auf der Suche nach unseren ersten Kunden. Wir haben mit Ihnen einen Anlagenkaufvertrag abgeschlossen. Vielleicht da noch die Hintergründe. Was waren so die Inhalte? Können Sie da ein bisschen erklären, was da so dahinter steht und was für Sie oder für uns der Vorteil ist? So wie bei jeder Maschine, die wir auch kaufen, also unsere Spannungsmaschinen, da ist das absolut üblich, haben wir in dem Kaufvertrag mit Enerkite eine gestufte Zahlung hinterlegt, die auch an den Projektfortschritt gebunden ist, sprich mit einer Anzahlung gestartet, dann bei der Genehmigung eine weitere Zahlung und beim Abschluss der Anlagengenehmigung und dann eben entsprechend dem Fertigstellungsgrad die nächsten Stufen. Das ist für uns die Sicherheit, dass wir die erste Anlage bekommen, weil da wollen wir ja hin. Wir wollen unseren Strom erzeugen und energieunabhängig werden, nicht mehr an der Börse, letztendlich am Tropf des Auf- und Abs hängen. Und zum anderen natürlich auch die Möglichkeit, dass wir diesen Prozess auch ein Stück weit begleiten, dass wir einfach die Technologie auch ein Stück weit mit in die Serie bringen. Sehr schön, genau. Gut, dann würde ich jetzt mal ein bisschen genauer was zu unserem Projekt sagen oder da in die Thematik einsteigen. Also das Projekt befindet sich eben gerade in der Planungs- und Genehmigungsphase. Das heißt, wir haben für den Standort, jetzt für den Testbetrieb erstmal eine BImSch-Freistellung. Das heißt, es ist geplant, in Schritten zu genehmigen. Mit der Freistellung können wir erstmal wichtige Themen, eben die Auswirkungen der Flora und Fauna begutachten und können dann eben jetzt für die Serie die wichtigen Erkenntnisse liefern. Und deswegen ist auch der Standort bei Ihnen sehr wichtig. Wir wollen auch das Thema Akzeptanz betrachten und können dann nach und nach fortschreiten. Generell ist es so, dass wir langfristig eine Baugenehmigung und auch eine luftfahrtrechtliche Genehmigung brauchen. Und hier sind wir eben gerade dabei, das exemplarisch durchzuführen, so wie wir das dann eben mit all unseren ersten Pilotkunden machen werden. Vielleicht dazu noch ein Wort. Wir haben Pilotkunden in allen Sektoren, wie wir sie uns im Markt eben wünschen. Und ein Markt ist eben Eigenstromversorgung, der andere ist der Ersatz von Diesel weltweit. Und wir freuen uns auch noch, dass wir ein Projekt mit VW haben in der Planung, wo es dann ums Thema E-Mobilität geht. Das war ein kleiner Sprung. Jetzt einmal zurück zum Projekt. Wie ist Ihr Stand? Wie ist Ihre Erfahrung? Wir haben uns beim Bürgermeister vorgestellt. Wie ist da die Resonanz? Das ist bei uns in der Region eigentlich, kann man zusammenfassend sagen, durchweg positiv bisher gelaufen. Wir haben erstmal den Weg gewählt, lokal unseren Bürgermeister abzuholen, unterstützt er das. Wir brauchen ja über 1000 Meter Zuleitung, die unter Gemeindenwegen durchführen. Das haben wir sehr früh als okay bekommen, weil unser Bürgermeister da letztendlich sehr aufgeschlossen ist und natürlich auch eine Standortsicherung für uns in der Gemeinde. Dann sind wir ja beide zusammen in der Runde gegangen mit unserem Regierungspräsidium. Das ist die Genehmigungsbehörde bei uns in Hessen. Die waren wirklich von Anfang an auch sehr aufgeschlossen, haben da auch unterstützt zu organisieren, zu verstehen, wer ist denn dann der wirklich richtige Ansprechpartner. Da haben wir, das haben Sie ja gerade schon gesagt, die BImSch-Freistellung für den Probebetrieb jetzt auch schon genehmigt bekommen. Also da ist ein Stempel drauf, das funktioniert. Was letztendlich darüber hinaus natürlich noch
ein Stück weit noch ansteht, weiter auch noch, wenn die Genehmigung dann vorliegt, die Leute in der Gemeinde abzuholen. Das ist noch eine Stufe, die noch kommt, was aber da schon mal sehr positiv ist. Wir mussten ja Flächen erwerben, auf der die Anlage dann stehen wird. Da war die Rückmeldung auch der Landwirte sogar sehr positiv, die uns letztendlich da jetzt auch unterstützen bei den Gegebenheiten vor Ort. Und um es nochmal rund zu machen, das, was jetzt noch offen ist, die Luftfahrtgenehmigung, da gibt es noch einfach die Prozessklärung, die im Moment noch läuft. Aber insgesamt haben wir bisher noch von keiner einzigen Stelle da ein negatives Feedback bekommen, sondern eigentlich überall eine positive Erwartung. Und jeder hat gesagt, wann kann man denn kommen, wann fliegt er denn? Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung und so sind aber auch in den anderen Projekten, Pilotprojekten, die wir jetzt in der Planung starten, eben ja, das Feedback generell von den Behörden. Also wir stoßen eigentlich immer auf sehr positives Feedback. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Akzeptanz und vielleicht Auswirkungen auf Flora, Fauna. Solche Themen erhoffen wir jetzt als Enerkite auch einfach uns von der Testphase, um eben da Erkenntnisse zu sammeln. Gibt es denn noch etwas, was Sie sich eben als Seib und Kehl erhoffen oder wie Sie es begleiten möchten sozusagen? Der erste Kollege, der bei uns von dem Projekt erfahren hat und der damit eingebunden wurde, ist natürlich der Kollege bei uns aus der Instandhaltung. So eine Gerätschaft muss letztendlich ja dann auch im Dauerbetrieb arbeiten. Und da haben wir auch in unserem Vertrag vereinbart, dass der Kollege eben auch von Anfang an dabei ist bei der Inbetriebnahme, bei den ersten Tests, weil da können wir natürlich von unserer Seite auch aus das Know-how, was wir über viele Jahre mit Sondermaschinen auch haben, da dann zurückzuspiegeln und dann von der ersten Minute an zu lernen. Weil am Ende des Tages kommt es nachher darauf an, dass es einen Dauerbetrieb, einen Serienbetrieb gibt, bei dem wir verlässlich Strom erzeugen. Und dafür wird dann eben der Kollege bei uns aus der Instandhaltung von Anfang an auch dabei sein. Und natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, unsere ganzen sagen wir mal, Genehmigungsbehörden haben bisher alle gefragt, wann fliegt er denn zum ersten Mal, wie wir die Pilottage auch natürlich begleiten werden, nutzen, um einfach Leute mit einzuladen, um einfach die Technologie vor Ort auch zu zeigen. Ja, sehr schön, genau. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, wir sind gerade als Unternehmen in Richtung Serie unterwegs. Gibt es denn da eine Vorstellung bei Ihnen, wie sehen Sie so die Potenziale, auch langfristig jetzt für die Enerkite-Technologie? Das eine ist natürlich die Eigenstromversorgung, wie bei uns. Die ist bei tausenden Mittelständlern in Deutschland die Herausforderung, die genauso wie wir auch die letzten paar Jahre durch ein großes Auf und Ab im Strompreis gegangen sind. Da eben Eigenstromversorgung, das ist die eine Flugrichtung, würde ich mal sagen. Genau. Und der andere Bereich, die Eigenversorgung dann auf Inseln, also Inselnetze, Dieselersatz hatten Sie eben schon mal erwähnt. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein Bereich, der dann weit über die Grenzen von Deutschland und Europa hinaus interessant ist, dann einen Ersatz zu machen. Und natürlich die Dezentralität, das ist das andere, Versorgung, Ladenetze, das ist für uns auch aus unserer Unternehmenssicht wirklich, sind so die drei Bereiche, wo die Technologie interessant ist. Ja, genau. Also große Pläne, die wir jetzt bald in Zukunft alle angehen werden. Und was ganz besonders spannend ist, Sie sind nicht nur unser erster Pilotkunde, sondern Sie haben eben auch sehr viel Industrieerfahrung. Und damit unterstützen Sie uns oder haben uns in der Vergangenheit auch unterstützt, jetzt im Hinblick auf den Weg zu einem großen Unternehmen, Thema Unternehmensentwicklung. Können Sie einmal hier noch erklären, wie Sie uns da unterstützt haben? Das ist nämlich auch sehr spannend. Meine persönlichen Erfahrungen sind da immer im Bereich auch Montagen, Prüfen von Baugruppen und Systemen gewesen. Und wo wir miteinander gemeinsam Runden gedreht haben, ist, wie dann die Skalierung der Produktion für Enerkite aussehen kann und aussehen wird.
damit eben das Wachstum letztendlich dann auch effizient in Montageschritten dann passieren kann. Ja. Da an dem Konzept durfte ich ein Stück weit mitarbeiten, was ich persönlich sehr interessant finde. Und zum anderen natürlich auch in den verschiedenen Runden, die wir jetzt schon hatten, wie die weitere Unternehmensentwicklung, letztendlich wie das Wachstum und die Wachstumskurve gestemmt werden kann, beziehungsweise auch wie sie denn überhaupt auch planbar ist. Genau, ja, sehr spannend. Also abschließend kann man sagen, wir sind ready, wir wollen loslegen. Deswegen, ja, sichern Sie sich alle jetzt Ihre Anlagen bei uns. Und ich bedanke mich hiermit ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Gespräch und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Jawohl. Vielen Dank.